IT-Crash, was wirklich die Bombe ist. Wusstet ihr eigentlich, dass die eigentliche Bombe des IT-Crash was ganz anderes ist? Sicher habt ihr von dem IT-Crash am letzten Freitag gehört, der überwiegend nur Windows-Systeme zum Ausfall brachte und der viele Flughäfen, Krankenhäuser, Supermärkte und Bankautomaten lahmlegte. Ursache war unter anderem eine Sicherheitsfirma CrowdStrike. CrowdStrike und Microsoft haben erneut Updates herausgegeben, ohne diese vorher ausreichend getestet zu haben. In diesem Video erkläre ich euch, was die eigentliche Bombe ist, die nur darauf wartet, gezündet zu werden. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut das Video bis zum Ende, denn es lohnt sich, und lasst vorher nochmal schnell ein Gefällt mir da und am besten ihr abonniert direkt diesen Kanal, denn nur so können wir den Kanal für euch immer weiter ausbauen und weitere Informationen liefern. Auf geht's! Die Folge war, dass dadurch der Windows-Start unmöglich gemacht wurde, so dass alle beteiligten Computer in einer Bluescreen-Dauerschleife endeten. Eine Abstellung war nur möglich, indem der jeweilige PC manuell gepatcht werden muss, wodurch es zu langen Ausfällen auf Flughäfen weltweit, in manchen Supermarktketten, bei denen keine Kasse mehr lief, sogar schließen muss, bei Banken und Bankautomaten, bei denen die gesamte Finanzsysteme vollständig unterbrochen wurden. Eine einzige Datei, die kaputt war, die auf Startebene durch ein Update eingespielt wurde, war schuld. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Da wird in irgendeinem Kuhdorf ein Update mit einer fehlerhaften Datei ungeprüft eingespielt, was nur eine Sekunde dauert, und weltweit fallen alle Windows-Computer aus. Um die Computer dann aber wieder starten zu können, muss jeweils ein Techniker rausfahren und die betroffenen Computer manuell patchen, damit dieser erst wieder starten kann. Die eigentliche Bombe dabei ist aber, dass nicht, wie immer von Microsoft behauptet wird, die Systeme getrennt sind, insbesondere was Europa anbetrifft, sondern dass alle Computer im Prinzip in Abhängigkeit von Microsoft und ihren Schergen an der gleichen Leine hängen. Und wenn Microsoft es will, dann starten weltweit alle Computer nicht mehr. Und wenn die NSA was wissen will, dann spielen die den Spion per Fernzugriff innerhalb von einer Sekunde von heute auf morgen in jedem Computer weltweit ein. Oder haben es schon längst gemacht. Denen ist vollständig egal, ob diese Maschinen besonders zu schützenden Daten verarbeiten oder speichern. Microsoft hat wieder bewiesen, dass sie einfach nicht fähig sind. Dass überhaupt noch Firmen Microsoft vertrauen, ist ein Unding. So viele Pannen hat es doch bereits gegeben. Betroffene Systeme auf Flughäfen, die Personendaten der vielen Reisenden inklusive Reisepassdaten, Kopien, Buchungsdaten etc. und bei Krankenhäusern die gesamten Gesundheitsdaten der Patienten etc. enthalten, hängen an derselben Nabelschnur. Ein Klick und die gesamte Welt kommt zum Erliegen, nur weil Herr NSA oder Herr Microsoft oder die Sauermann-Sicherheitsfirma CrowdStrike die Bombe zündet. Jetzt ist schon geschätzt ein Schaden weltweit von mehreren hunderten Milliarden verursacht worden. Dieser IT-Crash zeigt, dass unsere DSGVO von Microsoft und ihren Kunden sowie auch den Datenschutzbehörden nicht ausreichend beachtet wird, wie es eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern dass man grob fahrlässig und bereits so oft gewarnt einfach alles ignoriert. Das sollte jetzt endlich Folgen haben und die Datenschutzbehörden sollten ab sofort Microsoft und auch deren Kunden, die es nicht lassen können, solche fehlerbehafteten Systeme einzusetzen, mit hohen Strafen belegen. Wenn es für Kunden zu Schäden kommt, zum Beispiel Flugausfall, nicht mögliche Geldabhebung und natürlich erst recht, wenn Daten abgeflossen sind. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir haben hier 35 Grad im Büro. Granada ist super heiß, ja, also deswegen schwitze ich auch so. Das Video ist fertig.